I think. To be honest, I'm not tempting fate, I'm not touching it, and I'm not giving any secrets away here. Nach Jahrzehnten des königlichen Getuschels, öffentlicher Spekulationen und vergrabener Geheimnisse hat Andrew Parker Bowles endlich sein Schweigen gebrochen. Der Mann, der einst an Camillas Seite stand, bevor sie Königin wurde, hat den wahren Grund für ihre Scheidung bestätigt. Und es ist aufschlussreicher, als man sich vorstellen kann. Schreiben Sie eine 1 in die Kommentare, wenn Sie glauben, dass Camilla und Charles schon immer füreinander bestimmt waren, oder eine 0, wenn Sie glauben, dass es anders hätte laufen sollen. Tauchen wir ein in das, was wirklich geschah, hinter den Palastmauern. Andrew Parker Bowles Beziehungen zur königlichen Familie. Nach seiner Heirat mit Königin Camilla hat Andrew Parker Bowles zwar sein Leben weitergeführt, aber unterhält er weiterhin intime Beziehungen zu Mitgliedern der königlichen Familie. Seit seiner Jugend hat Andrew Parker Bowles eine Beziehung zu Mitgliedern der königlichen Familie unterhalten. Zwischen seinem Vater Derek Parker Bowles und der Königinmutter bestand eine enge Beziehung. Im Laufe der Jahrzehnte wurde sie als eine weitere aristokratische Trennung angesehen, die ruhig, sauber und unnötig terminiert war. Als sich Andrew Parker Bowles und Camilla 1995 trennten, hatte kaum jemand Fragen zu dieser Situation. Es war eine einfache und grundlegende Geschichte. Sie hatten sich voneinander entfernt, die Zeit hatte ihren Tribut gefordert und Camilla hatte bereits begonnen, sich in Richtung ihres Schicksals mit Charles zu bewegen. Andererseits ist diese Darstellung der Ereignisse im Laufe der letzten 30 Jahre in Misskredit geraten. In einem schockierenden privaten Interview, das der Öffentlichkeit zugespielt wurde, hat Andrew Parker Bowles seine Meinung zu diesem Thema geäußert. Er meldet sich jetzt zu Wort, nicht um Vergeltung zu üben oder eine Kontroverse zu entfachen, sondern vielmehr, wie er es ausdrückt, weil die Geschichte sich immer wieder irrt. Der ehemalige Brigadier, der seit langem für seinen Stoizismus und seine Vorsicht bekannt ist, meldet sich nun endlich zu Wort, nicht um Vergeltung zu üben oder eine Kontroverse zu entfachen, sondern wie er es ausdrückt, weil die Geschichte sich immer wieder irrt. Sie glauben, ich sei wegen Charles geflohen, aber die Wahrheit ist, dass ich mit Charles hätte leben können. Ich konnte nicht mit Camilla leben, so wie sie geworden ist. Diese scharfen, unerwarteten und schockierend ehrlichen Worte lösten in königlichen Kreisen Schockwellen aus. Andrew wurde von der Bevölkerung lange Zeit für das Opfer einer königlichen Dreiecksbeziehung gehalten. Camilla war gerade aus ihrer Ehe geschieden, weil sie das Gefühl hatte, ihre unstillbare Sehnsucht nach dem zukünftigen König nicht kontrollieren zu können. Parker Bowles hingegen zeichnet ein weitaus komplizierteres Porträt voller kalter Berechnungen, stillem Verrat und der langsamen Verwandlung einer Frau, die einst laut lachte und wahnsinnig liebte, in eine Person, die nicht wiederzuerkennen ist. Die Geschichte eines Ehebruchs ist nicht das Einzige, was er über sein Leben erzählt. Dies ist eine Geschichte über Ehrgeiz, über die Nähe zur Macht und über einen Mann, der mit ansehen musste, wie seine Frau ihn verließ, nicht in die Arme eines anderen Mannes, sondern in eine völlig andere Welt. Nach dem, was er mir erzählt hat, sich Camilla nicht nur in Charles verliebt. Sie verliebte sich in die Vorteile, die ihr die Anwesenheit bei ihm bringen könnte. Außerdem haben die Kommentare von Andrew jetzt da Camilla zur Königin gesalbt, mit Diamanten geschmückt und an der Seite des Königs platziert, ist wesentlich mehr Gewicht als zuvor. Sie gefährden nicht ihre Position, sondern stellen das gesamte Narrativ in Frage, das der Palast über Jahrzehnte aufgebaut hat. Es geht nicht nur um die Scheidung, sondern auch um das Erbe, die Ehrlichkeit und den Preis, den man für königliche Ambitionen zahlen muss. Ein Problem bleibt jedoch bestehen, auch wenn königliche Insider eifrig den Schaden abschätzen und die Öffentlichkeit sich mit morbider Faszination darauf stürzt. Welche Opfer hat Camilla gebracht, um auf den Thron zu kommen? War Andrew Parker Bowles der erste Mensch, der während der Reise verstarb. Es gab eine Zeit vor dem Streit um die Krone, als Camilla und Andrew zusammen waren. Die Kontroverse um Camilla Shants königliche Ambitionen. Eine Zeit lang galten sie als das Königspaar des britischen Adels. Beide waren von der Gesellschaft geprägt und in Wohlstand geboren, als sie sich in den späten 1960er Jahren kennenlernten. Andrew Parker Bowles verkörperte die idealen Eigenschaften eines Freiers aus der Oberschicht. Sie ist umwerfend gebildet und hat tadellose Beziehungen. Außerdem ist sie ein aufsteigender Stern in der britischen Armee. Camilla Shand hingegen war eine attraktive und kluge Frau, die bereits für ihren Witz, ihren erdigen Sinn für Humor und das, was einer ihrer Freunde später als ein ansprechendes Desinteresse an Förmlichkeit bezeichnete, bekannt war. Diejenigen, die sie beobachteten, waren der Meinung, dass ihre Beziehung absolut sinnvoll war. Freundschaften,
Familiäre Bindungen und die Liebe zu Pferden waren alles, was sie gemeinsam hatten. Es hieß, man habe sie bei Polospielen, Fuchsjagden und privaten Mahlzeiten in den Grafschaften Sussex und Schottland zusammengesehen. Es hieß, dass ihre Namen Seite an Seite in den gesellschaftlichen Rubriken des Tatler auftauchten und die Presse sie als unzertrennlich in der Mode bezeichnete. Andererseits war ihre Beziehung nie so einfach, wie es nach außen hin schien. Die Tatsache, dass Andrew zum Ehebruch neigte, war von Anfang an bekannt. Freunde charakterisierten ihn als charmanten Schurken, der genauso gut flirten konnte, wie er ein Kavalleriesäbel in der Hand hatte. Er war für beide Situationen geeignet. Camilla hingegen war keine Jungfrau in Nöten. Sie hatte die Konventionen der aristokratischen Sexualität fest im Griff. Äußerlichkeiten waren wichtiger als Gefühle und die Wahrung der Vertraulichkeit war sehr wichtig. Die Tatsache, dass Camilla immer noch mit einem anderen Mann, Charles Prince von Wales, verlobt war, war den meisten Menschen nicht bewusst. Und es ist möglich, dass Andrew selbst zu dieser Zeit nichts von ihrer Beziehung wusste. In den frühen 1970er Jahren hatten sie eine kurze, aber intensive Affäre, die den Beginn ihrer Partnerschaft markierte. Die Hochzeit von Camilla und Andrew fand statt, während Charles im Ausland diente. Im Großen und Ganzen wurde der Schritt als rational und sogar strategisch angesehen. Andererseits, so Andrew, war Charles immer derjenige. Unter keinen Umständen hat er jemals unsere Ehe verlassen, nicht einmal für eine Sekunde. Andrew behauptet, dass bereits in den ersten Jahren Signale vorhanden waren. Camilla war sehr darauf bedacht, ihre Briefe geheim zu halten. Telefonate werden hinter verschlossener Tür geführt. Obwohl die Einladungen nach Highgrove in der Regel an sie beide gerichtet waren, hatte sie den Eindruck, dass sie für sie bestimmt waren. Sie waren immer noch in der Lage, sich ein Leben aufzubauen. Camilla sah eine Zeit lang zufrieden aus, als sie die Entscheidung trafen, 2 Kinder, Tom und Laura, zu bekommen. Und sie war eine hingebungsvolle Mutter, eine beliebte Gastgeberin und eine wichtige Figur in der ländlichen Umgebung, eine Persönlichkeit von großer Bedeutung. Doch etwas schien nie zu verschwinden: eine ruhige und distanzierte Trennung. Man hatte den Eindruck, dass sich ihr Herz, oder zumindest ein Teil davon, immer an einem anderen Ort befand. Die Erinnerung an Andrew bringt mir in Erinnerung, dass Camilla in jeder Hinsicht treu war. Sie hat ihre Verantwortung wahrgenommen, unsere Kinder großgezogen und mich nie vor anderen Leuten in Verlegenheit gebracht. Aber es gab eine Mauer, die zwischen uns stand, und ich würde nie in der Lage sein, sie zu überwinden. Die Höhe der Mauer wuchs im Laufe der Zeit. Camillas Heirat und der Fall von Charles und Diana. Tradition, gesellschaftliches Ansehen und Routine erwiesen sich als die Grundlagen, auf denen sich die Ehe eher zu einer Partnerschaft als zu einer Leidenschaft entwickelte. Sie nahmen nicht nur an den entsprechenden Veranstaltungen teil, sondern trugen auch das passende Lächeln und sagten die passenden Dinge. Auf der anderen Seite war die Distanz so groß, dass sie ohrenbetäubend war. Diejenigen, die ihnen am nächsten standen, beschrieben ihre Ehe als eine, die beständig, aber nicht gefühlsbetont war. Es war selten, dass sie sich stritten, aber sie kamen sich auch nur selten nahe. Als die Ehe zwischen Charles und Diana in die Brüche ging, entwickelte sich Camillas Beziehung zu dem zukünftigen König zu mehr als nur einer emotionalen Beziehung. Laut Andrew schien Camilla in dieser Zeit eine Wandlung durchzumachen. Sie entwickelte ein umsichtigeres und entschlosseneres Auftreten. Die Zeit, die sie damit verbrachte, über die Kinder zu plaudern, nahm ab und sie begann gezieltere Fragen über das königliche Verfahren zu stellen. Laut Andrew vermisste sie nicht nur Charles als Person. Der Grund dafür war, dass sie begann, sich eine Zukunft vorzustellen, in der sie an seiner Seite stand. Das goldene Paar hatte sich als Schwindel entpuppt und während die Boulevardpresse ihre Aufmerksamkeit auf Charles und Diana richtete, begann Camillas Ehe im Verborgenen zu scheitern. Andrew hat mich darüber informiert, dass die Öffentlichkeit glaubt, Charles sei der Antagonist in unserer Geschichte. Tatsache ist, dass Camilla ihre eigene Geschichte schreiben konnte und ich war nicht mehr Teil davon. Zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits seit mehr als 20 Jahren verheiratet. Trotzdem kam es nicht zu einer Heirat. An diesem Ort wurde die Geschichte einer anderen Person erzählt. Die Rolle des Statisten war für Andrew Parker Bowles zu einer Quelle der Frustration geworden. Es ist kein Geheimnis geblieben. Nein, nicht wirklich. Sagen Sie es nicht Ihren Freunden, sagen Sie es nicht Ihren Mitarbeitern und vor allem sagen Sie es auch nicht Andrew Parker Bowles. Der Prinz von Wales war bei der Hochzeit von Andrew und Camilla anwesend, obwohl er auch bei der Zeremonie fehlte. Bei jeder Wiedervereinigung gibt es einen Geist. Bei jedem Streit gibt es einen Namen, der nie genannt wird, eine Präsenz,
die nie verschwunden ist. Andrew erwähnte während seines Interviews, das inzwischen veröffentlicht wurde mit leiser Stimme, dass die Menschen dazu neigen zu glauben, dass es bei Affären nur um Sex geht. Das war jedoch nicht der Fall. Es war ein Moment, der sowohl strategisch als auch emotional war, und in mancher Hinsicht war er sogar noch schlimmer. Die Tatsache, dass Camilla eine emotionale Verbindung zu Prinz Charles hatte, die nicht angesprochen wurde, ist etwas, von dem Andrew glaubt, dass er sich von Beginn ihrer Ehe an bewusst war. Schließlich führte der Druck der königlichen Familie dazu, dass ihre Beziehung zwar gestört, aber nicht abgebrochen wurde. Als Charles von seinem Einsatz bei der Marine zurückkehrte, hatte Camilla Andrew bereits einen Heiratsantrag gemacht. Charles war im Ausland bei der Marine im Einsatz gewesen. Diejenigen, die die Gründung sanktionierten. Es wurde festgestellt, dass Camilla für einen zukünftigen König nicht geeignet war, weil sie zu erfahren und zu energisch war. Das Ergebnis war, dass sie Andrew heiratete, einen Militäroffizier, der zuverlässig war, einen hohen Titel hatte und über viele Beziehungen verfügte. Dennoch verweilte Charles noch immer. Als Andrew die Schublade von Camillas Arbeitszimmer durchsuchte, entdeckte er gekritzelte Notizen von Charles. Intime und vertraute Briefe, die Art, die man nicht an die Frau eines Freundes schreiben würde, erklärte er. Nichts, was man als vulgär bezeichnen könnte. Andrew beschloss zunächst, die Angelegenheit zu verwerfen. In aristokratischen Kreisen waren Affären nichts Alltägliches. Es wurde erwartet, dass man dafür eine Entschädigung erhält. Im Laufe der Zeit wurde jedoch deutlich, dass Charles keine Eintagsfliege war. Er war eine ständige Erscheinung. Camilla verschwand tagelang, um sich einzureden, dass sie ihre Freunde besuchen würde. Die Zahl der Einladungen nach Highgrove nahm zu und einige von ihnen wurden nur für sie aufbewahrt. Sogar die Kinder wurden aufmerksam. Wo wird sie das Wochenende verbringen? Mutti wird zu einer Frage, die weniger ehrlich beantwortet wird. Andrew räumte ein, dass es möglich ist, einen Verrat zu ertragen. Andererseits kann man es nicht ertragen, unsichtbar zu sein. Und genau das ist es, was ich geworden bin. Die Gerüchte über die Romanze hielten sich hartnäckig, aber sie blieb lange Zeit inoffiziell. Dies wurde vom Palast angeprangert. Sie wurde von der Presse absichtlich vermieden. Und Andrew, der sowohl durch seinen Stolz als auch durch die Konvention gezwungen war, hat nichts gesagt. Die Folgen waren jedoch für ihre Ehe nachteilig. Andrew erinnert sich, dass er Camilla nach seiner Rückkehr von seinem Dienst in Übersee abgelenkt, distanziert und fast gelangweilt von seiner Anwesenheit sah. Ganz zum Schluss hat sie sich nicht einmal mehr bemüht, es zu verbergen. Camilla hätte es nicht tun müssen. Während der schwierigen Dinnerpartys, bei denen Camilla bei der Erwähnung von Charles aufblühte, berichten diejenigen, die dem Paar nahestehen, dass sie kalt und distanziert wurde, wenn sie über die militärischen Leistungen ihres Mannes oder das Leben ihrer Kinder befragt wurde. Dann kam die Demütigung. 1993 wurden die berüchtigten Camilla-Gate-Tonbänder veröffentlicht, die ein sehr intimes und leidenschaftliches Telefongespräch zwischen Prinz Charles und Camilla enthüllten. Die ganze Nation war fassungslos. Diana war in völliger Verwirrung. Was sagt Andrew dazu? Seine Antwort war, dass er nicht überrascht sei. Ich war mir seit vielen Jahren darüber im Klaren. Das war eine einmalige Erfahrung von Menschen aus der ganzen Welt zu hören. Genau zu diesem Zeitpunkt wurde mir bewusst, dass alles zu Ende war. Trotzdem ist Andrew nicht explodiert. Er hat weder einen überstürzten Abgang gemacht, noch hat er irgendetwas getan, was für Schlagzeilen gesorgt hätte. Das Einzige, was er tat, war sich zurückzuziehen, sowohl emotional als auch physisch und schließlich auch rechtlich. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich aufgehört, wütend zu sein. Ich war gerade fertig geworden. Andrew Parker Bowles' Transformation und die Auflösung der Ehe von Charles und Camilla. Im Laufe mehrerer Jahrzehnte war Andrew Parker Bowles eine Figur im Hintergrund, ein Ehemann und ein Soldat gewesen. Er hatte all diese Rollen ausgefüllt. Als jedoch die Beziehung zwischen Charles und Camilla vom Hintergrund in den Vordergrund rückte, zog sich Andrew aus dem Rampenlicht zurück. Er fühlte sich nicht deshalb besiegt, weil er besiegt war, sondern weil er begriff, dass er nie Teil der Geschichte gewesen war. Außerdem war es diese Enthüllung, die zum Scheitern der Ehe führte und nicht die Affäre selbst. Ende der 1980er Jahre hatte Andrew Parker Bowles aufgehört, während seiner gesamten Karriere Fragen zu stellen. Nach einiger Zeit hörte er auf, jedes Mal vor Angst zu zittern, wenn Charles' Name im Haus genannt wurde.
Er rechnete nicht mehr damit, dass Camilla eine Erklärung für ihre häufige Abwesenheit oder ihre konzentrierten Blicke während des Essens liefern würde. Womit er jedoch nicht gerechnet hatte und was ihn völlig überraschte, war die Plötzlichkeit, mit der Camilla sich zu verändern begann. Andrew stellte klar, dass sie nicht dieselbe Frau war, die ich damals geheiratet hatte. Es ging dabei nicht mehr nur um Charles. Es gab einen wichtigeren Aspekt: die Macht. Andrew erklärte, dass die Veränderung auf den ersten Blick eher geringfügig zu sein schien. Camilla begann an strategischeren gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen, die gezielt darauf ausgerichtet waren, bestimmte adlige und königstreue Personen einzubeziehen. Außerdem begann sie mehr gesellschaftliche Veranstaltungen zu besuchen. Sie begann nicht nur Beziehungen zu alten Freunden zu pflegen, sondern auch zu Personen in hohen Positionen, ehemaligen Pressesprechern, aristokratischen Vertrauten und sogar Politikern, die enge Beziehungen zum Monarchen hatten. Er erzählte mir, dass sie regelmäßig über diese Welt lachen würde. Hofspiele, Posen und Formalitäten sind allgegenwärtig. Dann aber begann sie zu spielen und hatte damit Erfolg. Andrew hatte ein gutes Gespür dafür, dass Camillas Wandel mit der öffentlichen Auflösung der Ehe von Charles und Diana zusammenfiel. In der Zeit, in der Diana die Herzen des Volkes eroberte, arbeitete Camilla im Stillen hinter den Kulissen, um ihre Position zu stärken und sicherzustellen, dass sie bei der Neuordnung der königlichen Stücke nicht vernachlässigt würde. Es war einmal die erdverbundene und unbekümmerte Dame, die sich über Traditionen lustig machte, die es nicht mehr gab. An ihre Stelle trat eine Strategin, die sich mehr um das Erbe als um romantische Beziehungen zu kümmern schien. Nach Angaben des Personals begann Camilla an privaten Treffen mit Personen teilzunehmen, die in Angelegenheiten der Kommunikation des Protokolls und der königlichen Verbindungen involviert waren. Andrew behauptet, dass er nach seiner Rückkehr von der Teilnahme an Militäraktionen Akten unter Camillas Schreibtisch entdeckte, die persönliche Notizen, Redepunkte und Zeitungsausschnitte enthielten. In ihren Telefongesprächen sprach sie stundenlang über Optik, Terminplanung und das richtige Timing. Andrew teilte mir mit, dass sie nicht mehr nur für die Organisation von Dinnerpartys zuständig sei. Gemeinsam mit dem König schmiedete sie Pläne für ihre Zukunft. In diesem Moment wurde ihm klar, dass sich ihre Ehe zu einem Sprungbrett entwickelt hatte, zu einer lebenswichtigen Institution, der sie entwachsen war. Der beunruhigende Vorfall wurde von einer ehemaligen Haushälterin der Familie aufgedeckt, die mehr als 10 Jahre lang mit dem Paar zusammengearbeitet hatte, als sie noch zusammen waren. Ein privater Besuch in Highgrove war gerade zu Ende gegangen und Camilla war gerade von ihrer Reise zurückgekehrt. Als sie den Salon betrat, drehte sie den Kopf, um Andrew anzusehen, und lächelte. Irgendwann wird dieses Haus völlig bedeutungslos sein. Ich werde einen besseren haben. Andrew meldete sich nicht zurück. Er protestierte zwar nicht, aber die Worte blieben ihm im Gedächtnis. Nachdem einige Zeit vergangen war, stellte er fest, dass es sich nicht nur um eine beiläufige Bemerkung handelte. Dabei gewährte er ihr einen Einblick in ihre Gedanken. Das war das letzte Mal, dass sie geträumt hat. Sie hatte einen Plan im Kopf. Die Temperatur in ihrem Privatleben sank. Camilla begann mehr Zeit in London zu verbringen, was sie näher an die königlichen Helfer und an einen immer engeren Freundes- und Familienkreis heranführte. Ihre gesellschaftlichen Zusammenkünfte, die ursprünglich von Kameradschaft und Lachen geprägt waren, haben sich zu Veranstaltungen entwickelt, die strenger politischer und theatralischer sind. Andrew Parker Bowles Scheidung und die Auswirkungen auf seine Familie. Zu Hause wurde Andrew häufig in die Rolle eines Nebendarstellers gedrängt und er stand meist im Hintergrund. Irgendwann teilte er mir dann mit, dass sie nicht mehr meine Frau sei. Bei der Verfolgung ihrer Ziele wurde sie die Gefährtin eines anderen. Der Ton seiner Stimme ist nicht nachtragend. In seiner Stimme liegt keine Feindseligkeit, sondern eine ruhige Klarheit, die von Erschöpfung herrührt. Es war nicht die Liebe selbst, die die Frau, die er heiratete, erobert hatte. Vielmehr war es die Verlockung dessen, was die Liebe ihr bieten konnte, die sie beherrscht hatte. Aufgrund seines Stolzes, seiner Loyalität und seiner Sorge um die gemeinsamen Kinder blieb Andreas länger, als die meisten Männer es getan hätten. Allerdings war er sich der Realität der Situation bewusst. Camilla hatte sich von der Jagd nach einem Mann losgelöst. Das Streben nach einer Krone hatte für sie begonnen. Zu Beginn der 1990 Jahre hatte sich Andrew Parker Bowles zu einem Mann von friedlicher Distanz entwickelt, der zwar dem Titel nach anwesend, aber geistig abwesend war. Danach unternahm er keinerlei Anstrengungen mehr, die Ehe zu kitten. Camilla kehrte nur noch selten in ihr Haus zurück.
Ihre Gespräche waren bestenfalls transaktional und seine Kinder wuchsen in einem Haus auf, in dem Zuneigung während ihrer gesamten Kindheit durch Leistung ersetzt worden war. Über viele Jahre hinweg hielt er durch. Einige Jahre lang war er der Überzeugung, dass es um der Pflicht, der Kinder und des Anscheins willen war. Es war jedoch nicht Charles, der zu diesem Zeitpunkt die Grenze erreicht hatte. Es ging um etwas, das viel persönlicher und schmerzhafter war. Andrew behauptet, dass die letzte Spaltung während eines privaten Streits zwischen ihm und Camilla stattfand. Dies war ein seltener Fall von ungefilterter Wahrheit, der jede Möglichkeit einer gemeinsamen Zukunft auslöschte. Wie er erklärte, geschah dies, nachdem sie von einem ihrer Ausflüge nach Highgrove zurückgekehrt war. Als sie zurückkam, war sie schlecht gelaunt und wir lieferten uns einen verbalen Schlagabtausch. Sie verlor die Beherrschung und machte mittendrin eine Aussage, die ich nie vergessen werde. Es war seine Behauptung, dass sie zu ihm Andrew gesagt habe, diese Ehe war immer nur vorübergehend. Sie waren nicht das Ziel, sondern die Brücke. Das war ein Schock für Andrew. Es war nicht die Kälte, an die er gewöhnt war, die ihn schockierte, sondern die Klarheit, die sie besaß. Es war mehr als nur eine Beleidigung. Es war ein Geständnis, eine Bestätigung, dass er nie das eigentliche Ziel gewesen war, sondern nur ein Platzhalter, um das Ziel zu werden. Er sagte, ich hätte ihr alles gegeben, was ich zu bieten hatte. Du kannst auf mich zählen. Ich bin die Stille und dies ist mein Name. Genau in diesem Augenblick löschte sie alles aus. Das, was ihn am meisten schmerzte, war jedoch nicht einmal die Tatsache, dass sie ihre Ehe beenden mussten. Das war es, was danach geschah. Camilla soll ihr gemeinsames Dasein mitsamt Familie, Kindern und Haus als Sprungbrett zu etwas Wichtigerem betrachtet haben. Andrew erklärte, er könne den Verrat tolerieren. Charles kann von mir genommen werden. Ich war in der Lage, die öffentliche Demütigung zu ertragen. Andererseits war ich nicht in der Lage zu akzeptieren, dass unsere Kinder und unsere Familie nicht die Gesamtheit ihres Weges zu etwas Wichtigerem darstellten. An diesem Abend kam er zu einem Schluss. Nicht ein einziges Mal klopfte er an Türen. Er setzte sich nicht sofort mit einem Rechtsbeistand in Verbindung. Andererseits schaltete sich etwas in ihm ab. Von diesem Zeitpunkt an war die Ehe nur noch eine Formalität. Innerhalb eines Jahres zog er in einen anderen Teil ihres Grundstücks. Nachdem einige Monate vergangen waren, leitete er die Scheidung ein. Der Palast riet zur Vorsicht, da er sich der Situation und des wachsenden öffentlichen Drucks infolge der illegal veröffentlichten Camilla-Gate-Tonbänder bewusst war. Es handelt sich nicht um eine Show für die Medien. Es werden keine Interviews gegeben. Es gibt keinen Konflikt zwischen den Wörtern. Um sie Charles und das Bild zu schützen, betonte Andrew, dass sie ein sauberes Erscheinungsbild wünschten. Nein, ich stimme zu. Ich hatte nicht den Wunsch, dass meine Kinder ihre Kindheit in einem Zirkus verbringen. Am 11. Januar 1995 wurde die Scheidung vollzogen. Nur wenige Schlagzeilen wurden veröffentlicht. Die Menschen haben kaum mit der Wimper gezuckt. Auf dieselbe mühelose Art und Weise, wie er aus der königlichen Geschichte hervorgegangen war, verschwand Andrew auch wieder aus ihr. Die Ruhe war jedoch keine ruhige. Es ging um das Überleben. Es sei kein Zeichen von Schwäche, sagte er zu gehen. Das war das Stärkste, was ich je vollbracht hatte. Ich verließ eine Frau, die ich liebte und in die ich verliebt war. Nicht, weil sie Gefühle für einen anderen Menschen hatte, sondern weil sie uns nicht mehr für echt hielt. Es ist nicht so, dass er sie verachtet. Er beteuert, dass er sie nicht dafür verantwortlich macht. Andrew Parker Bowles Leben nach der Scheidung. Wenn er an diese letzte Meinungsverschiedenheit zurückdenkt, als sie ihm zu verstehen gab, dass er niemals dauerhaft mit ihr zusammen sein würde, sondern nur in der Zwischenzeit, wird sein Blick noch entschlossener. Mehr noch. Als die Affäre war dies der ausschlaggebende Faktor, der Andrew Parker Bowles schließlich dazu veranlasste, sie zu verlassen. Nach seiner Scheidung entschied sich Andrew Parker Bowles, keine Interviews mehr zu geben. Er hat keine Memoiren veröffentlicht oder sich gegenüber der Boulevardpresse harsch geäußert. Er hat keine Memoiren geschrieben. Er verschwand spurlos, nicht in einem Zustand der Demütigung, sondern mit einer stillen Würde. Ein Mann, der am Rande eines der größten königlichen Skandale des 20. Jahrhunderts stand, entschied sich aus der Situation zurückzuziehen, anstatt die Konsequenzen seines Handelns zu tragen. Er gestand in seinen neuen Überlegungen, dass er an der Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde, nicht interessiert war. Ich wollte endlich einmal einen Ort des Friedens finden. Rosemary Dickinson, eine Landschaftsarchitektin und lebenslange Bekannte, war die Empfängerin seiner Wiederverheiratung, die 1996 in einer bescheidenen kirchlichen Zeremonie stattfand. Es waren keine Kameras der Medien dabei.
Nur ein Mann, der jahrelang als Zuschauer in seiner eigenen Ehe verbracht hat, versucht, etwas Wichtiges wiederherzustellen. Es gibt keine königliche Show. Nur ein Mann, der versucht, etwas Bedeutendes wieder aufzubauen. Andrew richtete seine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die ihm am wichtigsten waren, darunter seine Kinder, seine Pferde und sein Regiment. Er war weiterhin ein aktives Mitglied der Haushaltskavallerie, blieb seinen Enkeln nahe und entdeckte, dass ein weniger hektisches und bodenständigeres Leben ihm Freude bereitete. Freunde glauben, dass er nach Jahren der emotionalen Entbehrung und des Lebens in unmittelbarer Nähe des Palastes zu sich selbst gefunden hat. Er sagte weiter, dass das Leben ohne Camilla nicht einsam sei. Ja, das war richtig. Andererseits bedeutet dies nicht, dass er Verletzungen vermeiden konnte. Als Andrew beobachtete, wie Camilla ins Rampenlicht der königlichen Familie zurückkehrte, zunächst als Charles-Partnerin, in der Öffentlichkeit dann als seine Frau und schließlich als Königin-Gemahlin, fand er das seltsam. Er sagte, dass er sie nicht einmal erkennen konnte. Die Frau, die ich geheiratet habe, war nicht nur klug, sondern auch freundlich und respektlos. Als ich auf dem Balkon des Buckingham-Palastes stand, erlebte ich eine andere Person, die gleichzeitig königlich und zurückhaltend war. Eine Frau, die schließlich bekam, was sie wollte, aber nicht genau das, was sie hätte verlangen sollen. Auch wenn er beteuert, dass er keinen Groll hegt, haben viele das Gefühl, dass seine Stimme einen Hauch von Melancholie trägt, wenn er über die Vergangenheit spricht. Er hat eine große Zuneigung zu Diana, die er bei mehreren Gelegenheiten getroffen hat, und er beschreibt sie als zutiefst verletzt und nicht als theatralisch. Er erklärte, dass sie nicht wütend sei. Sie war ein Mann, der ihr nie zur Verfügung stand. Ich konnte es nachvollziehen, da ich diese Erfahrung bereits gemacht hatte. Andrew hielt einen Moment inne, als er gefragt wurde, ob er jemals Reue über seine Ehe mit Camilla empfunden habe. Es gibt kein Bedauern meinerseits. Ich bedauere, dass ich nicht früher gegangen bin, dass ich nicht erkannt habe, wann ich nicht mehr ihr Partner war, sondern nur noch ein Platzhalter. Und dass wir einige wunderbare Jahre zusammen hatten, in denen wir 2 wunderbare Kinder bekommen haben. In den letzten Jahren wurde Andrew zu einer Art privater Legende innerhalb der königlichen Familie. Der Mann, der die Möglichkeit hatte, seine Geschichte für die größtmögliche Summe zu verkaufen, sich aber dagegen entschied, dies zu tun. Obwohl er allen Grund hatte, verärgert zu sein, beschloss der Ex-Ehemann, sein Verhalten zu verbessern. Gelegentlich nimmt er an königlichen Veranstaltungen teil, wo er in der Regel ein paar Plätze weiter hinten sitzt und das Geschehen beobachtet. Charles und er haben über die Jahre hinweg eine freundschaftliche Verbindung aufrechterhalten, und er war sogar bei Charles' Hochzeit mit Camilla im Jahr 2005 dabei. Er machte die Bemerkung, dass es die letzte Seite war. Den Abschluss eines Romans, den ich vor sehr langer Zeit fertiggestellt hatte. Die Öffentlichkeit mag Andrew Parker Bowles weiterhin als den Mann darstellen, den sie verlassen hat, aber die Wahrheit ist wie immer viel komplizierter. Andrew Parker Bowles betrachtete das Leben ohne Camilla als eine Chance, sich selbst zu finden. Es gibt Zeiten, in denen es am effektivsten ist, sich von der Person zu trennen, von der alle dachten, dass man sie nie wirklich loslassen würde. Andrew Parker Bowles wurde lange Zeit aus der königlichen Geschichte verdrängt. Er war ein Name, der beiläufig erwähnt wurde, und er war ein Ehepartner, der heimlich gegen einen zukünftigen König ausgetauscht wurde. Doch nach 30 Jahren des Schweigens hat seine Stimme einen Perspektivwechsel herbeigeführt. Da er von einer jahrzehntelangen Liebesgeschichte übertroffen wurde, die sich jeder Einordnung entzog, nahm die Öffentlichkeit an, dass er wegen einer Affäre wegen Charles und weil er zurückgelassen wurde, geflohen war. Die Wahrheit von Andrew ist jedoch gedämpfter und weitaus erschreckender. Seine Erklärung war, dass es nicht Charles war. Diese Person war Camilla. Sie reifte zu der Person heran, die sie heute ist. Unser Leben wurde für ihr Leben geopfert. Dieses Geständnis ändert die Situation völlig. Es widerspricht dem traditionellen Märchen. Es enthüllt das Streben, das sich hinter der scheinbaren Bindung verbirgt. Dies dient nicht nur als Warnung für die Öffentlichkeit, sondern auch als Erinnerung daran, dass jede königliche Nachricht einen persönlichen Preis hat, einen Mann, der seine Ehe eher im Stillen als in Flammen zerbrechen sah. Camilla hat eine unglaubliche Reise hinter sich, die sie von einer Mätresse zur Königin gemacht hat. Die Beobachtungen von Andrew werfen jedoch ein Licht auf die Dinge, die auf diesem Weg verloren gegangen sind, darunter eine Ehe, ein Haus und eine Version von sich selbst, die von der Macht unberührt war. Möglicherweise sind sie eine stille Demütigung für Charles, ein Zeichen dafür, dass die Liebe, an der er so lange festhielt, einen hohen Preis hatte.
Sie sind nun dafür verantwortlich, das Image der Monarchie zu schützen, und Andrews Sichtweise dient als ernüchternde Lektion für William und Kate, die in diese Verantwortung eingebunden sind. Und für die breite Öffentlichkeit ist es eine Gelegenheit, die Realität hinter dem künstlichen Lächeln und den Staatsbanketten zu sehen, die präsentiert werden. Nicht jede Krone wird auf respektable Art und Weise errungen. Liebe ist nicht das Ende jeder Liebesgeschichte. Das Rampenlicht hat Andrew Parker Bowles nicht gesucht. Die Schlagzeilen wurden nie von ihm geschrieben. Trotzdem ist es ihm gelungen, eine der berühmtesten königlichen Dreiecksbeziehungen in der Geschichte der Neuzeit durch die sorgfältige Auswahl einiger Formulierungen nachzustellen. Der Grund dafür ist, dass es am Ende kein Verrat war, der zum Scheitern der Ehe führte. Es war ein Mangel an Gedächtnis in ihr. Außerdem ist seine Stimme endlich gehört worden. Glauben Sie, dass Andrew Parker Bowles die richtige Entscheidung getroffen hat, oder hätte er für Camilla kämpfen sollen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, uns zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu läuten, damit ihr keine weitere königliche Enthüllung verpasst.